So, servus zusammen, in dem Video zeige ich euch, wie man den Innenraumfilter wechselt. Dazu müsst ihr diese Schraube hier entfernen. Diese Schraube. Befindet sich dort unten eine. Und die eine, wenn man dieses Teil hier entfernt. Ich zeige euch gleich, wie man es macht. So, zuerst löst ihr diese, je nachdem. Könnt ihr auch lösen, wie ihr wollt, aber ich zeige euch so, wie ich es mache. Dann entfernt ihr das. Das sind so Clips. So. Dann könnt ihr die letzte Schraube sehen, die sich richtig nervig da unten befindet. Dann könnt ihr das Handschuhfach entfernen, müsst ihr aber nicht machen, je nachdem. Dort befindet sich der Filter, könnt ihr die Nummern sehen. Was ihr dann zu tun habt, das sind so, wie sagt man, so Clips. Ihr müsst nach außen. Habt ihr den offen und für den zur Seite drücken, dann könnt ihr da aus. Schiebt es dann runter. Da habe ich. Dann müsst ihr den nach oben da. Entweder macht ihr mit dem Finger oder mit dem Schraubenzieher. Mit dem Finger ist fast unmöglich, muss ich sagen. Da braucht ihr sowas wie einen Schraubenzieher. Dieses Kabel stört, könnt ihr auch das Licht abmachen, je nachdem wie ihr wollt. So. Dann sollt ihr immer schauen, dass der Airflow, also dass die Richtung nach unten zeigt. Entfernt ihr den alten Filter. Sieht einfach so raus, weil ich sehe der alte. Dann könnt ihr mal sehen, was sich da alles eingefangen hat in der Zeit. Der Filter ist keine 30.000 Kilometer alt, sind ungefähr ein Jahr vergangen. Seht ihr mal, was sich nach einem Jahr in dem Filter alles sammelt. Die alte Nummer. Und dann einfach den neuen Filter rein. Der ist ein bisschen Dreck, das macht sie sauber. Da drinnen ist es eh sauber. Das vorne macht es ein bisschen sauber. Das war's. Ich zeige euch meinen Filter, das ist die Nummer. Dieser Filter ist ein PM2.5 Filter, also anscheinend von der Qualität her einer der besten. Der filtert, der ist ja irgendwie antibakteriell, ich weiß nicht, ob die ganzen Versprechen erhalten werden, je nachdem. Was alles gehalten wird, kann ich nicht sagen, aber naja, man kauft sich ja immer ein bisschen Sicherheit dazu. So, Airflow nach unten. So sieht er aus, neu. In einem Jahr schauen wir dann, wie er ausschaut. Wichtig immer, wie schon gesagt, Airflow nach unten. Ist einfach so hin, müsst ihr gar nicht entfernen. Schiebt den einfach rein.
fertig. Airflow nach unten, oben festmachen, da fest einklammern, da das gleiche. Im Prinzip nur mal das Handschuhfach nach oben wieder. So, ich mache das minimal auf, muss ein bisschen weiter aufmachen, wenn man es aufmacht, aber es geht schon. Befestigt man einfach eine Schraube oben, ich würde immer eine von den leichten oder gleich die schwere machen dann. Also ich würde immer zuerst die befestigen und dann die. Aber schauen wir, jetzt zeige ich das gleich. Beim Eindrücken schaut es immer, dass die Punkte alle in Linie sind, da wo die Schraube hineinkommt. Dann da, achtet jetzt, dass es das alles einschiebt. So, alles rein. Fest. Und unten links. Nun ist er 7 mm. Da. PM 2.5 Filter, es gibt einen Aktivkohlefilter und einen normalen Pollenfilter. So, was das die Unterschiede sein? Anscheinend ist der halt normal länger haltbar und filtert die Luft noch mal ein bisschen besser und ja, filtert anscheinend noch feinere Sachen aus, wie der PM 2.5, so Feinstaubfilter. Je nachdem, müsst ihr wissen, also je nachdem welcher Hersteller unterscheiden sich die Preise. Sagen wir vom normalen Pollenfilter zum Aktivkohlefilter meistens das Doppelte und vom normalen Pollenfilter zum PM 2.5 Filter ist es das Dreifache ungefähr. Der hat mich 11 Euro gekostet als PM 2.5, der Bosch hat mir mehr gekostet, ungefähr das Doppelte. Vom Ridex jetzt so Qualitätsunterschiede schauen wir. Ein Jahr, wie schon gesagt, so schaut er aus. Schon ziemlich viel, finde ich. Ja, was soll ich sagen? Alle Schrauben sind rein und geht problemlos zu. Und ich bedanke mich fürs Schauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Danke, ciao.